Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich möchte gerne Fair Racing 2 auf Windows 7, Windows 8, Windows 10 spielen, aber es geht einfach nicht. Wenn ich es starte, das kann ich ja mal kurz zeigen, dann passiert nicht sonderlich viel, was ein bisschen schade ist, sondern es geht irgendwann los. Die ganzen Infos kommen, bla bla bla. Das Intro startet. Der Titelbildschirm kommt, man kann OK drücken, man kann ein Profil auswählen und ab hier sieht man seine Maus. Das ist ein Problem, denn normalerweise sollte man die Maus gar nicht sehen. Ich kann jetzt auch mittels Alt-Tab, kann ich jetzt auch raustappen, da sieht man schon eine Meldung, wenn ich das wieder anklicke, kommt diese Fehlermeldung. Steht ganz klar, Fehler da, und zwar eine WMA-Meldung. Der Grund für diese Meldung liegt darin, dass Ford Racing 2 für Windows XP oder eine vorige Version programmiert wurde und diese im Endeffekt eine ganz spezielle Art und Weise hatte, WMA-Dateien zu öffnen, die ab Windows Vista nicht mehr ging. Diese Änderung, oder dass es jetzt nicht mehr geht mit der Hintergrundmusik, die als WMA gespeichert ist, führt dazu, dass das Spiel dann halt entsprechend immer abstürzt. Das gefällt uns nicht, aber es gibt zum Glück im Internet Lösungen dafür. Dafür gibt es schon mal diese Seite. Den Link dazu habe ich in den Kommentaren. Dort findet man ganz unten, nämlich hier, die fr2.7zip. Die klickt ihr an, dann kommt erstmal eine Meldung, dass das alles ganz böse ist und dass man das nicht ignorieren, also dass man gehen soll. Ist vielleicht nicht so cool, aber okay. Wir können diese Warnung ignorieren. Ich habe das oft genug getestet, es hat funktioniert. Daraufhin werden wir gebeten, diese Datei zu speichern. Das ist eine 7-Zip-Datei. Solltet ihr also 7-Zip noch nicht haben, müsst ihr es euch runterladen, damit ihr die Datei öffnen könnt. So, das ist bereits alles, was wir wollten. Wir öffnen also jetzt diese Datei und dort drin sind 3 Ordner. Außerdem öffnen wir den Installationsordner, wo wir Ford Racing installiert haben. Bei mir ist es Windows 8 Games. Und hier sehen wir eine fr2.exe. Und jetzt müssen wir gucken, in welchem Seitenverhältnis wir spielen wollen. Ich habe einen 16:9 Monitor, also spiele ich in 16:9. Daraufhin klicken wir erstmal auf die Datei mit einem Rechtsklick und gehen auf Umbenennen. Hier geben wir einen beliebigen anderen Namen ein, zum Beispiel old fr2.exe. So, jetzt ziehen wir einfach diese Datei hier rein. Wenn wir jetzt das Spiel starten, dann wird es immer noch nicht funktionieren. Tatsächlich leider. Wir werden sogar nicht mal mehr so weit kommen, wie wir vorher kamen. Wieder das hier ist auch wieder, das ist auch, das Intro läuft. Und dann sehen wir unsere Maus, was bedeutet, dass das Spiel abgestürzt ist. Also tappen wir wieder raus, sehen auch hier schon wieder, es gibt wohl eine Fehlermeldung. Und siehe da, dieses Mal gibt es auch wieder eine Fehlermeldung, die etwas von einem Timestamp erzählt, der nicht ganz stimmt. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, glücklicherweise. Wir klicken also die Meldung weg, gehen wieder in den Firefox, schließen erstmal den Tab mit der unerwünschten Werbung und suchen HXD. Das ist ein Editor, um zum Beispiel .exe-Dateien direkt zu bearbeiten. Den wollen wir haben. Daher klicken wir direkt auf den ersten Link, HXD, Freeware, Hex Editor und Disk Editor. Wir scrollen hier nach unten und klicken auf Download-Seite. Hier suchen wir uns die entsprechende Version aus. Es gibt eine englische, es gibt eine deutsche. Das ist alles toll. Und bei der entsprechenden Version klicken wir auf Download per HTTP. Klicken einfach auf OK. Dann lädt es das runter. Wir öffnen die ZIP-Datei, starten das Setup Exe und installieren schnell den HXD. Die Vereinbarung können wir akzeptieren. Gehen auf Weiter, 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 installieren. README möchte ich jetzt nicht lesen, aber ich möchte HXD Hex Editor direkt starten. Den startet ihr nämlich jetzt einfach. Das können wir schließen. Den Firefox brauchen wir auch nicht mehr, den können wir auch schließen. Alles, was wir noch brauchen, ist der Ordner. Auch 7-Zip können wir schließen. Gut, HXD behalten wir uns jetzt mal hier. Das erste, was wir machen, wir nehmen die fr2.exe, die wir aus dem 7-Zip-Verzeichnis gezogen haben, und ziehen sie in HXD. Daraufhin wird die Exe geöffnet. Dann gehen wir in den Ordner Sounds und suchen uns irgendeine dieser Dateien hier, vollkommen egal welche,
Ich nehme jetzt mal die K7 und ziehe die auch hier rein. So, jetzt haben wir diese beiden Dateien geöffnet. Was wir jetzt machen ist, wir gehen erstmal in die k7-snd.spc und markieren diese 3 mit einer gedrückten Maustaste. Also in der Zeile 000000000 hier die vorletzten 3, aber nicht das letzte. Das 3F kopieren wir nicht, nur die vorletzten 3. Das ist ganz wichtig. Dann machen wir einen Rechtsklick und klicken auf Kopieren. Jetzt wechseln wir in die fr2.exe, klicken hier oben auf Suchen, klicken auf Gehe zu und geben hier CF219 ein und klicken auf OK. So, jetzt sieht man hier unten unseren Cursor. Ich scroll mal ein bisschen runter. Hier der Cursor, der blinkt. Diese 3 markieren wir, genau diese 3 an der Stelle, wo wir hingegangen sind. Das sind dann CF219 bis CF21B. Die markieren wir, klicken mit der rechten Maustaste drauf und auf Einfügen, sodass jetzt das, was wir da vorher kopiert haben, drinnen ist. Genau an diesen 3 Positionen müssen wir das einfügen. Wenn wir das gemacht haben und wirklich sicher, ihr müsst sicher sein, dass es genau diese 3 Positionen sind, CF219 bis CF21B, dann geht ihr einfach hier oben auf Speichern. So, jetzt hat er das gespeichert. Jetzt können wir das hier schließen, gehen wieder zu unserer fr2.exe und starten die. Und jetzt wird es funktionieren. Leider aber ohne Musik. Es ist nicht möglich in dem Spiel in einer Windows-Version größer als XP Musik abzuspielen. Das geht einfach nicht. Einfach weil eben die Art und Weise, wie Musik geladen wird, nicht mehr geht. So, wir schauen jetzt mal, ob es geklappt hat. Laden irgendein Fahrerprofil. Wir sind schon viel weiter als vorher. Klicken einfach mal auf schnelles Rennen, um es zu testen. So, es lädt jetzt kurz. Und da sind wir. Wir haben unser Auto, aber leider ohne Musik. Und wie gesagt, das lässt sich nicht ändern. Das ist einfach so. So. So, und wie ihr seht, ich kann fahren. Hurra! Yeah. Gut, das war schon alles, was ich hier zeigen wollte. So kann man Ford Racing 2 auf seinem PC wieder ausführen. Leider ohne Musik. Das ist sehr schade. Wie gesagt, Musik geht nicht. Wenn man da Musik möchte, müsste man höchstens den Windows Media Player starten oder so. Aber auch da ist nicht gesichert, dass alles so funktioniert, wie es soll. Falls euch dieses Tutorial gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder im zugehörigen Let's Play von Ford Racing 2. Bis dahin, Servus.